ist Norbert Jesse von der Quinscape GmbH. Ich bin Mitgründer, Mitgesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens. Wir sind 14 Jahre alt nun, nähern uns dem 15. Jahr, haben ca. 100 Mitarbeiter und sind ein klassischer IT-Dienstleister. Ja, die kann man sehr gut erklären, wenn man weiß, welche Sorgen unsere Kunden haben. Unsere Kunden sind große Unternehmen, sogenannte Champions, Hidden Champions, und eigentlich sind alle sehr international tätig. Das bedeutet, sie sind einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Und ich glaube, man kann sagen, es steht einer immensen Konkurrenz gegenüber. Die Folge ist, dass sie IT brauchen, sie müssen innovativ sein, sie brauchen Innovationen, sie brauchen eine IT, die diesen Weg der Innovation unterstützt. Das heißt, IT muss eigentlich Komplexität lösen und nicht Komplexität in ein Unternehmen bringen. Wir als Quinscape haben eigentlich in unseren Genen, dass wir möglichst codefrei arbeiten wollen. Das heißt, wir haben immer die Idee gehabt, dass man 80% hat über eine Plattform oder konfigurieren kann und dass man dann nur einen restlichen Teil dazu entwickelt. Das heißt, wir haben sehr früh die Idee von Plattformen erkannt, haben selber auch entsprechende Arbeiten angestellt und arbeiten nun mit Plattformanbietern wie Kony zusammen. So, und für die Unternehmen ergibt sich daraus natürlich, dass sie relativ schnell Lösungen bekommen, dass sie damit relativ preiswerte Lösungen bekommen und dass sie im Hintergrund eine Plattform haben, die von dem Hersteller der Plattform halt eben sehr stabil gehalten wird und damit die nötige Sicherheit bringt. Ja, wir arbeiten seit etwa Ende 2012 mit dem Kony Werkzeugkasten und die Erfahrungen sind zunehmend hervorragend. Das liegt an wesentlichen Dingen. Und die wesentlichen Dinge, das sind sozusagen die Kernelemente, die Kony mitbringt. Es ist ein dezidiert mobiler Ansatz, den Kony verfolgt. Es ist ein hochintegrativer Ansatz der Module und es wird der gesamte Lebenszyklus für die Softwareentwicklung über die Kony-Plattform abgebildet. So, das heißt zunehmend, und das haben wir ja auch heute bei der Veranstaltung erfahren, das ist zunehmend hochprofessionell und das ist auch der Grund, warum Unternehmen wie Gartner oder Ovum und auch andere Kony halt eben als Leader in diesem Segment betrachten. So, wir müssen selbstverständlich im Sinne der maximalen Produktivitätssicherung hochproduktiv arbeiten. Das tun wir auch, indem wir halt in jeder Hinsicht moderne Werkzeuge einsetzen. Und natürlich ist die gemeinsame Arbeit von Entwicklern über eine Cloud, über einen Cloud Visualizer etc. natürlich hochwertvoll und schafft uns damit die Möglichkeit, unseren Kunden preiswerte, vernünftige Leistung, hohen Wert zu einem angemessenen Preis zu bieten. Also insofern deutet vieles auf Cloud-Lösungen hin und selbstverständlich werden sich Entwickler einer solchen Entwicklung nicht entziehen können. Also von daher werden wir zunehmend halt eben auch cloud-basiert entwickeln. Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich, also ich habe, glaube ich, den ersten Vortrag über Wearables im Jahre 1996 gehalten. Da kamen die ersten Ideen, die ersten Versuche in Amerika auf. Ich denke, die Entwicklung wird schneller sein, als wir uns das im Moment vorstellen können. Das ist ja auch heute gesagt worden. Und ich bin ein unglaublicher Verfechter von den Fakten, die Ray Kurzweil darstellt. Der sagt, wir stehen ja erst am Anfang einer exponentiellen Entwicklung. Das heißt, nicht überall, aber in bestimmten Anwendungsgebieten werden halt Wearables sich sicherlich irgendwie auch ihren Weg vorzeigen. Man muss vielleicht noch hinzufügen, dass wir im Moment überwiegend im Bereich B2E und B2B tätig sind und selbstverständlich werden Mitarbeiter, die etwa im Bereich Field Service unterwegs sind, den Griff künftig zu ihrem mobilen Device in der Jackentasche dann nicht mehr nötig haben, weil sie erste Informationen über ihre Uhr möglicherweise bekommen.